Da waren wir nur noch zwei. Joaquín dürfte schon längst zu Hause angekommen sein, als wir uns an diesem herrlichen Morgen auf den Weg auf die etwa 30 Kilometer zwischen Gottarendura und Arévalo machen und nur kurz innehalten, um den Vögeln zu lauschen und um ein paar Einstellungen von den ersten Sonnenstrahlen des beginnenden Tages aufzunehmen. Estamos en un bosque de pinos y está lloviendo, pero hace sol al mismo tiempo y es la primera etapa sin Joaquín. Buenos días. Kurz danach holen wir die erste Pilgerin auf diesem Weg ein. Die Französin, die den Camino vor 2 Tagen erst in Ávila begonnen hat und die mit uns in der Pilgerherberge von Gottarendura gewesen ist. Dann erreichen wir auch schon die Außenbezirke von Arévalo. Obwohl die Etappe etwa 5 Kilometer länger ist als die vorausgegangene, kommt sie mir viel kürzer vor, weil ich sie in Gesellschaft zurückgelegt habe. Es ist gar nicht mal so einfach, in dieser Stadt der Parrilladas, der Grillgerichte, etwas für mich zu essen zu finden. Also begnüge ich mich zunächst einmal mit Brot, ehe wir am Abend in einer Pizzeria einkehren. Der Nachmittag ist lang und wir sehen uns die Stadt etwas intensiver an. Unter anderem besichtigen wir das frisch renovierte Castillo, das vor 3 Jahren wegen des Umbaus noch geschlossen war.
Heute steht die Etappe nach Medina del Campo auf dem Programm, ein Marsch von fast 35 Kilometern. Es ist schon ziemlich hell, als wir aufbrechen, und wieder scheint es unmöglich zu sein, den Sonnenaufgang mit der Kamera festzuhalten, denke ich, als wir über die mittelalterliche Brücke gehen. Die heutige Etappe ist mir noch gut vom Camino del Sudeste in Erinnerung, endlos lang schien sie sich damals hinzuziehen. Nichtsdestotrotz freue ich mich schon auf Medina del Campo, eine Stadt, die viele Sehenswürdigkeiten bietet und ähnlich wie Arévalo stark mit Isabel la Católica verbunden ist. Während sie in Arévalo den größten Teil ihrer Kindheit und Jugend verbracht hat, ist sie in Medina del Campo gestorben. Und da kommt doch noch die Sonne hinter den Wolken hervor. Nach 1,5 Stunden Wanderung erreichen wir Palacios de Góra. Alfonso ist ganz glücklich, als wir dort auf Zeichen der spanischen Vergangenheit stoßen. Manche gedenken jener Zeit mit Wehmut, während sie anderen als äußerst schwarzes Kapitel gilt. Die Wunden des Bürgerkrieges, so scheint es manchmal, verheilen hier einfach nicht. Kurze Zeit danach erreichen wir Onquilana, ein verlassenes Dorf in Ruinen, dessen Häuser aus Adobe, luftgetrockneten Lehmziegeln, hergestellt wurde. Diese Bauweise entsprach schon vor Jahrhunderten unseren heutigen ökologischen Ansprüchen, denn die Lehmziegel isolieren gut und konservieren im Inneren die Wärme im Winter und die Kühle im Sommer. Außerdem ist das Baumaterial biologisch perfekt abbaubar und verschwindet einfach, wie auch hier zu sehen ist.
Als wir am frühen Nachmittag in Medina del Campo ankommen, bleibt uns noch genug Zeit, essen zu gehen, nachdem wir unsere Rucksäcke in der Herberge gelassen haben, in der außer uns noch ein weiterer Pilger ist, dem wir bislang noch nicht begegnet sind. Später werden noch die 2 Deutschen und die beiden Basken eintreffen. Die Französin ist in eine Pension gegangen, wie sie uns später auf der Plaza erzählt, denn es sind Wahlen in Frankreich und sie möchte deren Ausgang am Fernseher verfolgen. Damit ich nicht wieder mit knurrendem Magen dastehe, begleitet mich Alfonso direkt in eine Pizzeria und ich bin glücklich über das Essen. Danach gehen wir zur Jakobuskirche, an der sich die Wege trennen. Der Camino de Levante führt nach Zamora und der Camino del Sureste nach Benavente. Und so wenig wie ich am nächsten Tag in Tordesillas ankommen möchte, will Alfonso nach Siete Iglesias. Alfonso hat auf der Kirchturmspitze Figuren entdeckt und wir gehen davon aus, dass zur vollen Stunde der Mechanismus eines Glockenspiels die Spielfiguren in Bewegung setzt. Gespannt und mit unseren Aufnahmegeräten in Bereitschaft harren wir also der Dinge, die da kommen werden. El ridículo del año, mayor ridículo en la historia, vamos. Ahora amagó, ahora ni tan siquiera se movió. Nada, hizo así. Amagó de voy a rematar de cabeza, pero no se movió el hijo de puta. Nachdem wir um 6 Uhr schon enttäuscht wurden, passiert auch um 8 Uhr nicht viel mehr. Aber eigentlich passt das zu meiner Stimmung.